Kennst du das? Du wachst morgens auf und deine Wohnung sieht aus, als hätte eine wilde Küchenschlacht stattgefunden. Überall dieser feine, bunte Flaum. Man könnte es die vierteljährliche Federexplosion nennen. Aber hinter diesem allmonatlichen Schauspiel verbirgt sich einer der anstrengendsten und faszinierendsten Prozesse im Leben unserer Wellensittiche, die Mauser. Viele von uns sehen nur die Federn auf dem Boden und vielleicht einen etwas mürrischen Vogel. Doch was passiert da wirklich im Körper unserer kleinen Federbälle? In diesem Video entdecken wir gemeinsam die Geheimnisse der Mauser und wie wir unsere Vögel in dieser anspruchsvollen Zeit optimal unterstützen können. Wann wir uns Sorgen machen müssen. Denn in der Mauser sind die Vögel anfälliger für Krankheiten, weil ihr Immunsystem geschwächt ist. Kapitel 1: Die Geheimnisse der Mauser. Um zu verstehen, was die Mauser ist, müssen wir begreifen, wie sie funktioniert und welche immens wichtige Rolle ein intaktes Gefieder für unsere Vögel spielt. Das Gefieder muss regelmäßig erneuert werden, denn es ist überlebenswichtig für die Flugfähigkeit, Wärmeisolierung und Kommunikation der Wellensittiche. Der Prozess der Regeneration des Gefieders beginnt tief in der Haut. Eine neue Feder, anfangs geschützt von einer gut durchbluteten Keratinhülle. Dieser Blutspiegel versorgt den Vogel mit den notwendigen Nährstoffen für das Wachstum der Federn. Im Laufe der Zeit schiebt sich der Kiel nach oben und drängt die alte Feder heraus. Deswegen haben die Vögel in der Mauser häufig eine Punkerfrisur. Mein verstorbener Hahn Felix hatte eine chronische Stoffwechselerkrankung und hatte deswegen diese sichtbaren Blutkiele auf dem Kopf. Die Federn schieben sich nach oben und drängen die alte Feder heraus. Sind die neuen Federn noch nicht fertig ausgebildet, sieht man diese Blutkiele. Brechen die Federn durch die Haut, entsteht ein starker Juckreiz. Deshalb reiben die Vögel in der Mauser ihren Kopf auch häufiger an der Stange. Und wer in einer Beziehung lebt, wird häufiger und ausgiebiger von seinem Partnervogel gekraut. Wenn euer Wellensittich also plötzlich zum griesgrämigen Punk mutiert und selbst seine liebsten Spielkameraden vergrault, ist er krank oder unhöflich. Er ist einfach nur in der Mauser. Bei Wildvögeln ist der Mauserzyklus streng an die Jahreszeiten gekoppelt. Unsere Stubenvögel, wenn sie nicht in einer Außenvoliere leben, reagieren anders. Zentralheizung und künstliches Licht bringen die innere Uhr der Vögel gehörig durcheinander. Deshalb gibt es häufigere Teilmauser, die praktisch jederzeit stattfinden. Eine intensive Phase dauert meist eine Woche bis 12 Tage. Aber der komplette Austausch, etwa der langen Schwanzfedern, kann sich über Monate erstrecken. Ein ganz besonderer Meilenstein für Jungvögel ist die Jugendmauser. Im Alter von 3 bis 4 Monaten werfen die Kleinen ihr Jugendkleid ab. Die typische Wellenzeichnung auf der Stirn verschwindet und die Wachshaut verändert sich. Der Belly ist jetzt in der Pubertät. Zusammengefasst, ein mausernder Vogel ist oft müder, hungriger und reizbarer. Das sind keine Krankheitszeichen, sondern der sichtbare Beweis für die enorme körperliche Anstrengung. Die Vögel schalten in den Energiesparmodus, um gut durch die anstrengende Zeit der Mauser zu kommen. Kapitel 2: So unterstützt du deinen Wellensittich während der Mauser. Dieser Punkt interessiert euch vermutlich am meisten. Da wir jetzt wissen, was für ein Kraftakt die Mauser für unsere Wellensittiche darstellt, bleibt die Frage, wie können wir ihnen helfen? Wie so oft liegt die Antwort in der richtigen Ernährung. Der Proteinbedarf. Federn bestehen fast nur aus Keratin, einem Protein. Der Bedarf an Proteinen explodiert während der Mauser förmlich. Hochwertige Proteinquellen sind jetzt unerlässlich. Ein kleines Stück hartgekochtes Ei, etwas Brokkoli oder spezielles Aufzucht- und Eifutter helfen dem Vogelkörper, die nötigen Bausteine zu produzieren. Die Geheimwaffe Kieselsäure. Was für uns Haare und Nägel sind für den Vogel die Federn. Und der Baustoff für deren Festigkeit ist Kieselsäure. Die beste, einfachste und beliebteste Quelle? Eine simple Salatgurke. Sie ist der absolute Superstar während der Mauser, reich an Kieselsäure und Wasser. Eine perfekte Kombination. Aber es geht nicht nur ums Futter. Auch die Umgebung trägt maßgeblich zum Wohlbefinden während der Mauser bei. Erstens Ruhe. Gönn deinem Vogel 10 bis 12 Stunden ungestörten Schlaf. Sein Körper regeneriert sich nachts. Zweitens Wellness. Ein Bad ist jetzt kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Es lindert den Juckreiz und hilft, die lästigen Federhülsen zu entfernen. Biete eine Badeschale oder eine Wellensittichdusche an. Drittens Wärme und Licht. Durch die Lücken im Gefieder frieren unsere Wellis leichter.
Ein warmer, zugluftfreier Standort ist aber nicht nur während der Mauserpflicht. Eine UV-Vogellampe unterstützt zudem die lebenswichtige Vitamin D3-Synthese, die den Stoffwechsel auf Touren bringt. Und lasst bitte die Finger von sogenannten Mauserhilfen aus dem Zoofachhandel. Diese Präparate sind zwar nicht unbedingt schädlich, bringen aber auch nicht besonders viel und sind meist überteuert. Oft bestehen sie nur aus Getreide und Zucker, leere Kalorien, die mehr schaden als nutzen. Manche enthalten sogar Laktose, die Vögel gar nicht verdauen können. Investiert lieber in frisches Gemüse für euch und eure Wellensittiche. Das ist weitaus gesünder für euch und unterstützt die Federbälle wirklich während der Mauser. Ein hochwertiges Präparat wie Corvenin kann hier Unterstützung bieten, besonders bei Frischkostverweigerern. Aber Vorsicht, ihr solltet das Präparat nicht überdosieren und im Zweifel Rücksprache mit dem Tierarzt halten. Kapitel 3: Spezialfälle. Was tun, wenn die Mauser gestört ist? Normalerweise ist die Mauser kein dauernder Prozess und klingt nach ein paar Wochen wieder ab. Es landen merklich weniger Federn auf dem Boden und das Gefieder der Vögel nimmt langsam wieder seinen Normalzustand an. Aber wenn die Mauser ungewöhnlich lange dauert oder das Gefieder nicht richtig nachwächst, liegt meist eine Störung vor. Ein kurzer Überblick. Die Stockmauser. Der Vogel verliert Federn, aber die neuen kommen spärlich oder gar nicht nach. Die Ursachen können vielleicht sein Nährstoffmangel, chronischer Stress, zu trockene Heizungsluft oder sogar eine versteckte innere Erkrankung. Hier lautet mein einziger Rat: ab zum vogelkundigen Tierarzt, um die wahre Ursache zu finden. Dann gibt es die Schreckmauser. Ein lauter Knall, ein Nachtschreck oder der Versuch, den Vogel mit den Händen einzufangen. Und der Vogel wirft schlagartig seine Schwanzfedern ab. Ein genialer Fluchtreflex aus der Natur, der bei mir schon mehr als einmal für einen Schreck gesorgt hat, weil ich dachte, ich hätte dem Vogel aus Versehen die Federn ausgerissen. Meist wachsen die ausgefallenen Federn problemlos wieder nach. Wirklich heikel wird es aber bei einem gebrochenen Blutkiel. Wenn so eine nachwachsende, stark durchblutete Feder bricht, kann es zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen. Für diesen Notfall sollte man blutstillendes Pulver zu Hause haben. Lässt sich die Blutung nicht stoppen, ist das ein absoluter Notfall für den Tierarzt. Viele Vogelhalter haben mit diesen Krankheiten zu kämpfen, Wellensittich mit einer viralen Federkrankheit. Aber es gibt zwei von ihnen. Die französische Mauser, verursacht durch das Polyomavirus, führt oft zum Verlust der Schwung- und Schwanzfedern bei Jungvögeln. Diese Renner können oft ein langes, glückliches Leben als flugunfähige Vögel führen, bleiben aber Virusträger. Die schlimmste Diagnose ist PBFD. Die Zirkoviren zerstören nicht nur fortschreitend Federn, Schnabel und Krallen, sondern, und das ist das Tückische, auch das Immunsystem. Der Vogel wird wehrlos gegen andere Infektionen. PBFD ist unheilbar und verläuft leider tödlich. Deswegen gibt es auch Forschung zu einem Impfstoff gegen diese Viren. Bislang ist leider noch kein Durchbruch gelungen. Das Problem bei beiden Viruserkrankungen: sie sind ansteckend, also kann potenziell ein Vogel den ganzen Schwarm anstecken. Kapitel 4: Neuere Forschungen und unbekannte Fakten. Zum Abschluss erweitern wir den Horizont ein wenig, denn die Mauser verläuft bei den vielen verschiedenen Vogelarten unterschiedlich. Während unsere Wellensittiche clever nur Teile ihres Gefieders wechseln, um flugfähig zu bleiben, werfen Enten alle Schwungfedern auf einmal ab und sind wochenlang flugunfähig. Die sogenannte Stoßmauser. Wasservögel ziehen sich in dieser Phase im Spätsommer ans Land zurück, um vor Fressfeinden geschützt zu sein. Um ihren Energiebedarf zu stillen, liegt diese anstrengende Zeit nicht zufällig in der Zeit des Jahres, in der das Futterangebot besonders gut ist. Pinguine haben eine sogenannte katastrophale Mauser, weil sie so umfangreich und plötzlich vonstatten geht. Denn innerhalb weniger Wochen wird das komplette Gefieder getauscht. Dafür kommen die Vögel an Land, denn ihr Gefieder ist in dieser Zeit natürlich nicht voll wasserdicht. Aber die alten Federn werden erst abgeworfen, wenn die neuen schon nachgewachsen sind. Ähnlich wie bei unseren Wellensittichen. Der Energiebedarf der Pinguine ist während dieser Zeit enorm hoch. Sie verlieren bis zur Hälfte ihres Körpergewichts. Denn da sie nicht ins Wasser können, können sie auch nicht fischen und nehmen keine Nahrung zu sich. Diese extreme Form der Mauser ist nun möglich, weil die Pinguine vorher genügend Fettreserven angelegt haben. Ein Adler wiederum braucht mehrere Jahre für einen kompletten Gefiederwechsel. Dieser verlangsamte Mauserprozess ist nötig, um die Flug- und Jagdfähigkeit der Greifvögel zu erhalten.
Kleine Arten wie Falken schaffen den für Greifvögel typischen Mauserprozess in wenigen Monaten. Schwung- und Schwanzfedern werden oft einzeln und symmetrisch gewechselt, etwas, was man auch bei unseren Wellensittichen beobachten kann. Sie verlieren die Schwanzfedern meist am Ende der Mauser und es dauert besonders lange, bis diese Federn nachgewachsen sind. Ihr seht, Jede Art hat ihre eigene, perfekt an die Umgebung und ihre Lebensweise angepasste Strategie. Die moderne Wissenschaft hat zudem erstaunliche Fakten ans Licht gebracht. Messungen haben gezeigt, dass der Stoffwechsel eines Vogels während der Mauser um bis zu 80% ansteigen kann. Das ist physiologisch vergleichbar mit der Aufzucht von Jungen. Dieser immense Energieaufwand liefert die wissenschaftliche Begründung dafür, warum die Unterstützung der Mauser so entscheidend für einen reibungslosen Prozess ist. Die Mauser bedeutet für unsere Vögel also weit mehr als nur ein paar verlorene Federn. Sie ist ein anstrengender, aber lebenswichtiger Prozess. Wenn du das nächste Mal eine Feder findest, sieh sie nicht als Schmutz, sondern als Überbleibsel einer Wiedergeburt an. Denn das neue Federkleid deiner Lieblinge wird, wenn alles gut ging, viel schöner und strahlender sein nach diesem Erneuerungsprozess. Mit der richtigen Ernährung, einer liebevollen und vor allem stressfreien Umgebung meistern deine Wellensittiche diese Herausforderung mit Leichtigkeit. Wie verhalten sich eure Vögel während der Mauser? Habt ihr besondere Tipps oder Rituale? Schreibt es in die Kommentare und teilt euer Wissen. Wenn ihr etwas Neues gelernt habt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Passt gut auf euch und eure gefiederten Freunde auf.